Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Videoanleitung von mir für euch. Und diesmal wird es um einen schönen Sommerpulli gehen mit diesem Farbverlaufsbobbel. Das sind 600 Meter erst einmal in bunt und später 600 Meter in weiß. Und das Ganze häkel ich auf Nadelstärke 3,5. Wir beginnen mit einer Stäbchenkette, also Direktstäbchen. Und dazu benötigen wir erst einmal 3 Luftmaschen. Dann machen wir einen Umschlag und gehen in die erste Masche zurück. Faden holen, durchziehen, Faden holen, eine Lasche abmaschen, das ist der Boden des Stäbchens, und dann nochmal durch 2 und nochmal durch 2 für ein Stäbchen. Danach einen Umschlag und hier in die untere gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, Faden holen durch eine Lasche für den Boden und dann Faden holen durch 2 und nochmal durch 2 für ein Stäbchen. Ein Umschlag, hier in die nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, Faden holen durch eine Lasche, Faden holen durch 2 Laschen und nochmal durch 2 Laschen. Wieder einen Umschlag, in die dritte gebildete Masche einstechen, Faden holen, durchziehen, durch eine Lasche für den Boden, durch 2 und durch 2. Wem das Ganze zu schnell ist, der kann unten am Zahnrad das Video auch etwas langsamer stellen. Und so wird jetzt erstmal gehäkelt. Und zwar benötigt ihr den Brustumfang. Hier gehe ich von ca. 100 cm aus, Größe 38 in etwa. Und die Maschenanzahl muss teilbar durch 3 sein. Am besten ihr teilt die 100 durch 2, dann wären wir bei 50 cm. Schlagt erstmal so viele Stäbchen an, bis ihr auf 50 cm kommt. Zählt diese durch und verdoppelt das Ganze dann noch einmal. So sitzt das Ganze am besten im späteren Verlauf. Wichtig ist dabei, die Maschenanzahl muss teilbar durch 3 sein. Hier schlage ich 99 Stäbchen fürs Vorderteil und 99 Stäbchen fürs Rückteil an. Das sind insgesamt 198 Stäbchen. So, nach 2 mal 99 Stäbchen, also 198 Stäbchen, schauen wir, dass wir die Kette zu einem Kreis schließen. So, mit einer Kettmasche. Und dann können wir auch schon direkt beginnen. Nachdem wir mit einer Kettmasche die Runde geschlossen haben, nochmal nachkontrollieren, dass ihr auch wirklich nicht euer Bändchen verdreht habt. Weiter häkeln werden wir mit halben Stäbchen und bilden ein V-Muster. Jetzt hättet ihr die Möglichkeit, immer ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen in die gleiche Masche, um dieses V zu häkeln. Allerdings ist hier das Problem, da wir ein Oberteil häkeln, sollte ja unten das Bündchen elastisch sein. Würden wir jetzt ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen häkeln, würdet ihr merken, dass nach 1, 2, 3 Reihen es oben enger ist als hier unten. Und das ist sehr unvorteilhaft für einen Pullover. Daher werden wir hier in einem halben Stäbchen auf jeden Fall schon mal den Marker direkt in die erste Masche setzen, dass wir auch nachher wissen, wo wir wieder schließen. Und häkeln anstatt eine Luftmasche 2 Luftmaschen, die wir allerdings zusammenziehen. Also ganz wichtig zusammenziehen, sonst wird es zu labberig. Und dann häkeln wir halt in den Fuß noch das zweite halbe Stäbchen. So, sieht jetzt ein bisschen gruselig aus, wird sich aber nachher legen. Nun müssen wir eine Luftmasche für dieses V freilassen und eine Luftmasche für das nächste V, das wir häkeln werden.
Also 2 Maschen freilassen und in die dritte Abnadel wieder einstechen. Einen Umschlag und mit einem halben Stäbchen beginnen in die dritte Masche. Dann wieder 2 fest zusammengezogene Luftmaschen und in die gleiche Masche nochmal ein halbes Stäbchen. 2 Maschen freilassen und in die dritte ein halbes Stäbchen. Achtet auch dabei darauf, dass diese gehäkelte Masche sich nicht zu weit auseinanderzieht. Dann wieder 2 zusammengezogene Luftmaschen, also müsst ihr jetzt nicht rabiat zusammenziehen, aber schon so ein bisschen. Sieht auch im gesamten Musterverlauf später richtig gut aus. Da wir eh nachher nicht in die Maschen einstechen, also ab der nächsten Reihe, sondern immer in das Loch. Nun wieder 2 freilassen und in die dritte ein halbes Stäbchen. Am besten ihr holt den Faden durch, haltet das Ganze so mit Daumen und Mittelfinger und mascht dann ab. Dann zieht sich auch hier oben die Masche nicht so lang. 2 festziehen und in die gleiche Masche. Nochmal ein halbes Stäbchen. 2 freilassen, in die dritte ein halbes Stäbchen. 2 zusammengezogene Luftmaschen und in die gleiche Masche nochmal ein halbes Stäbchen. Und so häkeln wir jetzt erst einmal die ganze Reihe und dann sehen wir uns wieder. Und hier am Ende häkle ich noch ein letztes V ins V. Habe hier die 2 Maschen frei und kann somit mit einer Kettmasche bei dem Marker schließen. Wichtig auch hier ist jetzt wieder bei der nächsten Reihe die Richtung zu wechseln. Das ist wichtig für jede Reihe, immer die Richtung wechseln. Und nun beginnen wir hier in diesem V. Dafür müssen wir uns mit einer Kettmasche in die Mitte des Vs schummeln. So, dann 2 Luftmaschen für ein halbes Stäbchen. Am besten direkt wieder den Marker setzen, damit ihr am Ende wisst, wo ihr am besten einstechen könnt. Dann wieder 2 festgezogene Luftmaschen für die Mitte und ein halbes Stäbchen ins gleiche Löcksken. So. Und ab hier jetzt immer in jedes V das halbe Stäbchen, die 2 Luftmaschen und ein halbes Stäbchen. Achtet dabei nur darauf, dass ihr in das richtige Löcksken einstecht. Denn das kann man am Anfang schnell verwechseln. Und ansonsten geht es jetzt so weiter, ganz stupide, Reihe für Reihe, immer die Richtung wechseln, immer das gleiche Muster, bis ihr die richtige Länge für euch habt. In diesem Fall werde ich auf 40 cm häkeln, dann ist der Pulli lang genug. So sieht es aus. Dann zeige ich euch jetzt noch eben einmal hier das Ende, ganz normal ins letzte V einstechen, ein V häkeln und mit einer Kettmasche beim Marker schließen. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt so lang weiter häkeln, wie euer Pulli sein soll oder werden soll, bis ihr unterm Ärmel
angekommen seid und für euch die richtige Länge habt. Und auch hier die nächste Reihe ganz normal wieder Richtung wechseln, mit einer Kettmasche ins V schummeln und weiter geht's mit den V ins V. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich die Länge erreicht habe. Viel Spaß beim Werkeln. Nach 40 cm habe ich die Länge erreicht. Ich zeige euch kurz den Farbverlauf von Lila in Grau, von Grau in Flieder und von Flieder in Weiß. Nach 52 Reihen bin ich dann bei der letzten Farbpartie angekommen, und zwar Weiß. Dann ist auch der Bobbelende, der war 600 Meter. Danach werde ich mit dem nächsten Bobbel beginnen, und zwar auch 600 Meter, allerdings nur in Weiß. Jetzt müssen wir für Vorder- und Rückteil gleichmäßig aufteilen. In diesem Fall sind es 33 Vs für vorne und 33 für hinten, und dann können wir auch das Rückteil ganz normal hochhäkeln. Das Rückteil sollte eine Höhe von 20 cm erreichen. Und so sieht das Rückenteil aus, ganz unspektakulär gerade hochhäkeln, 25 Reihen. Dann komme ich auf ca. 20, ja nicht ganz, 21 cm. Und das sollte eigentlich jeder hinbekommen, also da brauche ich euch, glaube ich, nicht extra zeigen. Und dann können wir jetzt das Vorderteil zusammen beginnen. So, wir hatten hier aber fürs Vorder- und fürs Rückteil 33 abgezählt. Hier müssen wir darauf achten, dass diese besetzt ist. Und durch 2 sind 16,5, also machen wir 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, diese nehmen wir dann noch mit. Wobei, wir können es dann direkt in die Mitte hängen. Bei der 17. Und dann müssten hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dieses besetzt. Genau 16. Also die 17. den Marker rein und dann haben wir genau die Mitte und diese bleibt dann auch unbehäkelt. Und dann nehmen wir uns unseren Faden wieder hinzu. Müssen wir hier beginnen. Fädeln das Ganze ein. Machen dann auch hier wieder die 2 Luftmaschen und nochmal ein halbes Stäbchen in die gleiche rein. Und dann haben wir auch schon unseren Anfang. Jetzt häkeln wir bis eine vor den Marker. Unser Muster, wie wir es bereits kennen. Und das war's. Und hier wie gehabt drehen wir jetzt, mogeln uns wieder mit einer Kettmasche in die Mitte, machen wieder unsere 4 Luftmaschen, 2 fürs halbe Stäbchen und die 2 Luftmaschen, die wir brauchen, und dann nochmal unser halbes Stäbchen. Und dann geht es jetzt zurück und das gleiche Spektakel auf der anderen Seite nochmal.
Ab dann allerdings, wenn wir zurückgehen, lassen wir immer hier eins aus. Und so haben wir dann die Abnahmen. Also ich häkle jetzt noch einmal zurück und wieder hier hin und zeige euch das nochmal, wie ich es mache. So, am Ende angekommen, haben wir jetzt hier unsere letzten beiden. Das letzte bleibt unbehäkelt und in das vorletzte häkeln wir ganz normal. Und dann drehen wir das Ganze und häkeln ganz normal weiter. Machen dann wieder unsere 4 Luftmaschen. Stäbchen und dann geht's wieder zurück. Und so simpel ist es eigentlich. Also hier am Ärmel bleiben wir gerade. Da häkeln wir jetzt immer weiter gerade hoch, wie ihr es auch vom Rückenteil kennt. Und hier in der Mitte machen wir jetzt unseren Halsausschnitt so langsam, indem wir dann immer in jeder Reihe eine Abnahme machen, beziehungsweise in jeder zweiten würde ich jetzt sinnvoller halten, damit die Abnahmen nicht so mega stark sind. Wenn ihr dann für euch empfindet, dass der Träger schmal genug ist oder breit genug, die einen mögen ja eher lieber einen breiteren Träger und einen schmaleren Halsausschnitt, andere wiederum finden es schön, wenn der Halsausschnitt sich fast bis zum Rand zieht. Das könnt ihr ganz individuell auf euch gestalten und dann häkelt ihr halt ab hier, wo dann der Träger für euch die perfekte Breite hat, nur noch gerade hoch, bis ihr dann insgesamt hier auf 25 reingekommen seid, also wie beim Rückteil. Und wenn ich das Ganze soweit habe, zeige ich euch es nochmal. Und dann seht ihr vielleicht nochmal, was ich meine, falls jetzt noch irgendwas unklar ist. So, zurück habe ich das Ganze hochgehäkelt, bis ich nur noch 8 kleine Büschelchen über hatte. So sieht der Rand aus. An der Seite habe ich halt freigelassen und in der Mitte nur abgenommen. Und jetzt machen wir die andere Seite noch einmal. Dazu lasse ich das V, wo der Marker drin ist, unbehäkelt und steche daneben ein. Also daneben in das V. Fixiere den Faden mit 2 Luftmaschen. Häkel dann nochmal meine anderen beiden Luftmaschen und beginne wieder ganz normal. Ich stelle das mal etwas schneller. Dann häkle ich zur Außenseite. So weit, bis ich am Rückteil angekommen bin. Allerdings steche ich nicht am Rückteil mit ein, sondern nehme, Moment, so, das letzte V davor. Und dann sitzt das auch vernünftig. Und dann können wir hier jetzt wieder wenden
mit einer Kettenmasche in die Mitte mogeln, unsere 4 Luftmaschen machen, ein halbes Stäbchen häkeln und zurück zur Mitte häkeln. Vergleicht ihr hier. Hier hatten wir jetzt 2 Reihen und hier muss ich dann eine freilassen. Also werde ich hier, um die zweite Reihe zu haben, dann bis nach vorne häkeln, dann freilassen, beziehungsweise mich in das V mit Kettmaschen reinmogeln. Zurückhäkeln. Und auch hier häkelt ihr jetzt Reihe für Reihe, immer wieder vorne eine freilassen. Auch hier, bis wir nur noch 8 Büschelchen über haben oder 8 Vs, also beide Seiten schön gleich sind. Ihr könntet natürlich auch bis zum Rand die Abnahmen machen. Allerdings würdet ihr dann, soweit ich hier ausgekommen wäre, nicht auf 25 Reihen kommen. Daher halt diese 8 Vs. Und dann halt gerade hoch. Ja, und dann können wir jetzt eigentlich zum Schluss nur noch Vorder- und Rückteil oben an den Trägern zusammennähen. Und dann sollte das Ganze soweit fertig sein. Hier zeige ich euch das nochmal. Alles schön gleichmäßig hoch. Und ab hier dann gerade. An den Seiten glatt. Und Rückteil und Vorderteil sollten 25 Reihen haben, sodass ihr hier gleich rauskommt und zusammennähen oder zusammen häkeln könnt. Zurück können wir uns nun zum Ärmel begeben oder dem Ärmel widmen. Dazu beginne ich, Moment, so, wenn hier der Kragen ist, hier unten schön versteckt. Ich habe mir auch schon mal extra den Marker hier positioniert. Guckt, dass ihr vom Muster her auch in dem V anfangt, und nicht hier in so einem Zwischenstück. Bei meinem Pulli habe ich schon einmal herum abgezählt, bin ich bei 25 Stück. Und zwar werden wir hier jetzt immer, hier beginne ich in einem V, was ich auch hier sehen kann. Ein Loch lasse ich dann aus und ein Lücksken nehme ich dann wieder. Eins auslassen, eins mitnehmen. Und so verteilen wir die Vs. Also ich beginne hier beim Ärmel. Mache mein erstes V. So. Marker setzen.
Und lasse, wie gesagt, jetzt eine Lochreihe frei und gehe in die nächste. Eine freilassen, in die nächste. Eine freilassen, in die nächste. Bis ihr einmal rum seid. Hier komme ich super aus. Einer ist noch frei. So. Und auch hier bei dem Ärmel ist wieder wichtig, drehen. Wieder mit einer Kettenmasche ins V rein, mogeln. Und dann ganz normal mit eurem V beginnen. Und so häkelt ihr jetzt einfach Reihe für Reihe weiter. Immer auch hier die Richtung wechseln, ganz wichtig. Ganz stupide, bis euer Ärmel lang genug ist. Und die andere Seite habe ich schon bereits fertig, da kann ich euch das zeigen. Das sind 35 cm, der geht knapp bis über den Ellenbogen, bei 40 rein. Wie ihr auch hier seht, durch das Richtungwechseln ist die Naht so gut wie gar nicht zu sehen. Und eigentlich empfinde ich jetzt, ist der Arm dadurch sehr leicht zu häkeln, da er auch keine Ab- oder Zunahmen hat. Wer ihn natürlich länger haben möchte, kann ihn auch länger machen. Ihr könnt ihn auch kürzer machen, dass ihr mehr so ein T-Shirt habt. Wie man möchte. Als nächstes kommt der Kragen. Willkommen zurück zum Thema Kapuze. Ich werde hier nur eine Zierkapuze häkeln. Diese weiter in unserem Muster, also gar nicht brauchbar, wenn es mal irgendwie ein bisschen tröpfelt oder so. Wer allerdings eine geschlossene Kapuze dran machen möchte, aus halbem Stäbchen, Stäbchen oder festen Maschen, wie ihr euch vielleicht noch vom Anfang gemerkt habt, pro Lückskin sind immer 3 Maschen gerechnet. Nur zum Thema Verteilen. Ich habe mir hier schon mal die Marker gesetzt, und zwar kam es genau aus, dass die Marker an der letzten Abnahme gesetzt worden sind. Für die, die ihren Kragen etwas anders gestaltet haben, also mehr Abnahmen gemacht haben und dünnere Träger, wie auch immer, der Abstand von der Schultermitte nach unten sind 10 cm. Jo. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Dann legen wir mal los. Ich steche hier in das erste Lückskin erst einmal ein und fixiere den Faden. So. Noch eine Luftmasche. 2 Luftmaschen hinzu und noch ein halbes Stäbchen. Den Marker setze ich mir hier wieder rein. Wenn wir nachher zurückhäkeln, kann das mal passieren, dass wir sonst zu weit häkeln, zumindest für den Anfang. Und dann geht das Muster weiter wie immer. Ein Lückskin freilassen und ins übernächste dann wieder
ein halbes Stäbchen, 2 feste Luftmaschen und ein halbes Stäbchen. 1 freilassen, das übernächste wieder ein halbes Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein halbes Stäbchen. 1 freilassen und ins nächste wieder rüber. Ein halbes Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein halbes Stäbchen. Und das Ganze häkeln wir jetzt einmal rüber zum anderen Marker. So, am Ende angekommen, drehen wir das Ganze wieder, denn wir häkeln ja jetzt immer nur hin und zurück, ohne Abnahmen, ohne Zunahmen, einfach ganz stupide. Dann mogeln wir uns wieder mit einer Kettmasche in die Mitte des Löckchens, machen wieder unsere 2 Luftmaschen fürs halbe Stäbchen, die 2 festeren für die Mitte und dann wieder unser halbes Stäbchen. Und dann geht die Musterreihe wieder zurück. Wie gesagt, wir häkeln jetzt ganz stupide, ohne Ab- oder Zunahmen, immer den Muster weiter, Reihe für Reihe, und häkeln so weit nach oben, dass ihr ca. 2 cm vor Ende eures Kopfes angekommen seid, denn dann werden wir diese Rundung für die Kapuze beginnen. Und wenn ich soweit bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück nach 35 Reihen, 30 cm erreicht, können wir nun mit den Abnahmen am Hinterkopf beginnen, um die Rundung an der Kapuze zu bekommen. Dazu habe ich mir jetzt hier die Mitte aufgeteilt, 15, 15, und dann zeige ich euch, wie das Ganze ist. Eine Gruppe vor dem Marker angekommen, häkeln wir nun 3 der Gruppen zusammen, also 3 Vs. Einen Umschlag, wir nehmen das erste V, dann das zweite V und das dritte V und maschen alle Laschen gemeinsam ab. Schaut dabei, dass die Masche nicht zu weit auseinander geht. Dann wieder 2 Luftmaschen und ganz normal ein Stäbchen bzw. ein halbes Stäbchen. Und den Marker wieder in die Gruppe setzen. Danach, wie gehabt, bis zum Ende normal weiter häkeln. Und nach 2 Reihen mit Abnahmen, einmal nur mit einer Abnahme und danach mit 2, seht ihr vielleicht jetzt hier, biegt sich das Ganze. Jetzt macht ihr insgesamt noch 3 Reihen zusätzlich, also dass wir insgesamt 5 Reihen mit Abnahmen haben, und dann können wir zum Schluss das Ganze hier vorne schließen. Bis gleich. So, ich habe meine restlichen Reihen gehäkelt, also insgesamt 35 Reihen, das waren ca. 30 cm, und dazu nochmal 5 Reihen mit Abnahmen. Da ich eine gerade Anzahl hatte, musste ich mit einer Abnahme beginnen und danach immer eine doppelte Abnahme, indem ich 3 Vs gemeinsam zusammengehäkelt habe. Und dann habe ich diese Rundung hinbekommen. So, den Rest hier, Abmarker, bis nach vorne, den nähe ich jetzt eben zusammen. Und dann können wir uns auch schon dem Kragen widmen, denn man hat sich bestimmt schon gefragt, für eine Kapuze ist das Ganze ziemlich schmal, ja. Aber wir werden zusammen mit dem V-Ausschnitt nochmal einen Rand an der Kapuze lang häkeln, damit das auch schön bündig in einem übergeht.
Kragen. Dazu beginne ich in der Mitte unten. Und zwar haben wir hier 3 Vs auf gleicher Höhe. Und dazu beginne ich ganz links im V in der ersten Masche, aber in der vorderen Lasche, und steche von unten nach oben ein. Das ist deswegen wichtig, weil ich dort eine Überlappung einbauen möchte, so dass der Kragen sich vorne kreuzt. Das sieht etwas stylischer aus, nicht so langweilig. Wem das zu kompliziert ist, der kann natürlich auch die ganze Masche nehmen und einfach nur stupide rumhäkeln. Aber ansonsten in die vordere Lasche der Masche. So, wir haben pro V immer quasi 3 Maschen, die wir anrechnen müssen, also ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen. Wir haben zwar immer 2 gehäkelt, aber das war ja auch nur, um den Pulli flexibel zu halten, was das Muster anbelangt. Also werden wir jetzt hier bei den 3 Grüppchen erst einmal 9 Stäbchen verteilen. Und zwar immer in die Maschen einstechen. Ist am Anfang etwas fummelig, aber umso besser sieht das Endergebnis aus. Ich steche hier direkt mit den Faden. Brauchen wir den nachher nicht so zu vernähen. Manche Maschen sind nämlich etwas festgezogen, da wird es dann etwas friemelig. Also ihr braucht jetzt nicht 9 Maschen, sondern 9 optische Stäbchen, also damit auch die Steigeluftmaschen mitgerechnet. Dann ziehe ich mir das Ganze hier so richtig und sehe, diese Reihe wäre das hier. Das dazwischen ist ja gar keine Gruppe. Also da müsst ihr halt, wie gesagt, etwas aufpassen, ne? Also die nächste Reihe und dann wieder 3 Stäbchen. So. Dann auch hier wieder, die Reihe sind keine Gruppen, diese Reihe wäre die nächste Gruppe. Also oben dann 3 Stäbchen. Das hier ist keine Gruppe, hier wäre die nächste, das hier oben wäre der Rand, 3 Stäbchen. Und so bekommt ihr dann auch wieder ein gleichmäßiges Muster hin. Lassen. Hier wäre die Gruppe, also hier einstechen. Das ist keine. Hier. So, und ab hier dann können wir jedes zweite Glückskin dann immer nehmen. Ab da, wo dann die Kapuze anfängt.
Also da bin ich dann jetzt, ne? Gucken. Also wir hatten hier jetzt unsere 9 Stäbchen nur in der vorderen Lasche gehäkelt, weil wir dann, wenn wir einmal rum sind, dahinter dann auch nochmal 9 Stäbchen setzen, damit sich das ein bisschen überkreuzt. Auf der Schräge nach oben haben wir immer geguckt, dass wir auch in den V-Gruppen dann immer nur die 3 Stäbchen setzen und nicht hier in diesen Zwischenlöchern. Das ist ganz wichtig, damit hier auch ein gleichmäßige, ja, der Kragen gleichmäßig wird. Und ihr seht ja auch, es gibt ein wunderschönes Muster noch oben dran. Und wo die Kapuze dann hier oben anfängt, nehmen wir dann jetzt immer jedes zweite Löckchen. Bis wir einmal rum sind, dann das ganze Spektakel auf der Seite auch wieder. Immer die V-Reihen nehmen. Und wenn ich hier angekommen bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, und nachdem ich einmal rumgehäkelt habe, die wieder frei, knicken wir das Ganze hier so nach vorne und stechen dann in diese übrig gebliebene Lasche vom Anfang ein und häkeln da unser Stäbchen. So, auch hier wieder dann die nächste ein Stäbchen, nächste ein Stäbchen. Und das Ganze machen wir jetzt auch wieder 9 Mal. 5, 6, 7, 8 und 9. Die hier versteckt sich so ein bisschen. Und fertig. Und wie ihr seht, überlappt sich das hier jetzt schon mal so ein bisschen. Jetzt ist immer wichtig, dass wir immer die Runden drehen. Und wir werden weiter mit Reliefstäbchen jetzt häkeln. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr immer eine nach vorne und eine nach hinten macht oder 2 nach vorne, 2 nach hinten. Das Muster finde ich natürlich am schönsten. Deswegen beginne ich auch direkt so, dass ich eins jetzt nach vorne schiebe, dann nehme ich 2 zu mir, also um das Stäbchen herum nach vorne ziehen. Dann ein Umschlag und um das Stäbchen nach hinten ziehen und wieder einen Umschlag und das zweite auch nach hinten ziehen. So geht es jetzt immer im Wechsel. 2 nach vorne, 2 nach hinten, 2 nach vorne und 2 nach hinten. Und so häkelt ihr jetzt immer weiter, einmal komplett rum, bis hier wieder zum Ende. Dann macht ihr 3 Steigeluftmaschen und häkelt wieder zurück. Also ihr häkelt immer so und wieder so, so und wieder so. Nicht im Kreis. Und nimmt die Reliefstäbchen immer so, wie sie kommen und gehen. Also die vorderen nach vorne, die hinteren nach hinten. Immer schön im Wechsel. Das Ganze macht ihr so lang oder so weit, wie ihr den Kragen haben möchtet oder halt den Rand der Mütze oder wie die Mütze am besten sitzt, beziehungsweise Kapuze. Und dann sehen wir uns eigentlich nur noch beim Endergebnis. Also ganz unspektakulär, ohne Abnahmen, ohne Zunahmen, einfach immer nur bis zum Rand und wieder zurück. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Häkeln und wir sehen uns dann beim Endergebnis der Kapuze bzw. des Kragens. Zurück nach 9 Reihen, ca. 6 cm dazu, werde ich jetzt als 10. Reihe nochmal einen Abschlussrand häkeln. Den zeige ich euch noch kurz, denn diesen werde ich dann auch an den Ärmeln anfügen und unten am Bündchen.
Und dann ist unser Pulli fertig. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Für den Abschlussrand machen wir eine Wendeluftmasche, die habe ich jetzt hier gehäkelt, stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, wie für eine feste Masche, ziehen die Laschen auf gleicher Höhe und drehen dann die Nadel nach unten durch, sodass wir das einmal hier verdrehen und häkeln das Ganze ab. Nun lassen wir eine Masche aus und gehen in die nächste, holen den Faden durch, ziehen die Laschen auf gleicher Höhe, verdrehen die Laschen und maschen die beiden Laschen ab. Guckt, dass ihr das etwas höher zieht, sonst habt ihr das gleiche Problem wie ich jetzt gerade. Wieder eine Masche freilassen, in die nächste einstechen, die Laschen hochziehen, verdrehen und abmaschen. Eine freilassen, in die nächste einstechen, beide hochziehen, verdrehen und abmaschen. Eine freilassen, Faden holen, beide Laschen hochziehen, verdrehen und abmaschen. Eine Masche freilassen, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf eine Höhe, verdrehen und abmaschen. Und so häkeln wir jetzt auch noch einmal rum, dann können wir den Faden zum Schluss vernähen und haben unsere Kapuze samt Kragen fertig. Bei den Ärmeln werde ich etwas anders arbeiten, und zwar sind die Vs ja etwas labbrig, dadurch, dass wir immer 2 Luftmaschen gemacht haben. Also werde ich jetzt hier erstmal in einen der Vs einstechen, den Faden fixieren und 2 halbe Stäbchen in das V häkeln. So. Dann gehe ich ins nächste V und werde dort auch 3 Stäbchen oder 3 halbe Stäbchen häkeln. Dann ins nächste V 3 halbe Stäbchen. Somit verteilen wir erst einmal die Maschen gleichmäßiger, sodass wir dann den Rand besser häkeln können. Und das Ende dann mit einer Kettenmasche schließen, eine Luftmasche drehen und dann wie gehabt in die erste Masche einstechen, beide Laschen gleichmäßig hochziehen, verdrehen und abmaschen. Eine Masche freilassen, in die nächste einstechen, beide Laschen auf gleiche Höhe ziehen, verdrehen und abmaschen. Eine Masche freilassen, Fadenhuhn durchziehen, Laschen auf gleicher Höhe, verdrehen und abmaschen. Und so geht es jetzt einmal komplett herum. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen, ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht eure Bewertung, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und ihr verpasst kein Video mehr. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!